Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Eine kleine Nachricht für uns. Schauen wir, was die Karten uns heute mitteilen wollen, mit was sie uns inspirieren. So, dann nehmen wir noch eine aus den Lennys und dann würde ich sagen, wählt ihr aus oder wählen wir aus? Ups. Ja, unterm Deck haben wir den Anker, den Beruf, die Berufung, die Arbeit an unseren Themen, das Ankommen, das Willkommensein, das Gefestigtsein. Ich würde diese Seite nehmen. Wundert euch nicht, ich habe ganz rote Hände, weil hier ist es kalt, aber ich arbeite meistens bei offenem Fenster, auch im Winter, weil mir das einfach gut tut. So, was haben wir hier? Hier ist ein bisschen Unsicherheit. Es ist so, dass man eine Wahl treffen sollte, aber irgendwie schafft man es nicht und hier kommt die Wahl. Ne? Und es ist so, dass man blockiert ist oder dass man sich mit Hindernissen voll fühlt oder dass man eben genau dieses nicht hat, das Vorankommen und gefestigt sein. Hier darf man sich vielleicht fragen, wer möchte ich denn in der Zukunft sein? Ne? Wo geht meine Reise hin? Und man darf diese Unsicherheit überwinden, indem man eben ausprobiert auch. Dann haben wir die Mistel. Das ist sehr treffend, denn die sagt einfach, es ist alles möglich. Ne? Es ist hier vielleicht ein Zustand, wo man nicht so richtig glaubt, dass man etwas umsetzen kann oder die Unsicherheit ist zu groß, aber es geht darum, dass man die eigene Wahrheit findet und ihr kennt das bestimmt alle, ne? Es gibt verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit, jeder hat seine eigene Sichtweise. Bei mir ist es so, je älter ich werde, desto mehr kann ich den Blick auf die Wahrheit der anderen nehmen und muss meine nicht durchsetzen. Das bringt an sich sehr viel Erleichterung mit. Und die Mistel ist ja auch eine, die bringt eben vom Himmel Glück und Segen mit für unsere Situationen. Das haben wir hier gleich doppelt. Guckt euch das an, wie das wieder passt. Ne? Hier ist man sich unsicher, man möchte keine Wahl treffen und hier geht es darum, den Blickwinkel zu wechseln. Ne? Die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Man kann auch hinter die Dinge gucken, das bringt die Mistel sowieso auch mit. Ne? Es kann sein, dass es so eine Blockade gibt, eine Unterbrechung, ein Moment, bei dem nichts nach vorne geht, aber das dient hier tatsächlich nur, dass man wieder klar sieht, dass man umdenken kann und dass man die Pläne so setzt, dass man seinen eigenen Weg gehen kann, der mit uns d'accord ist und hier ist die Jubelfeier, ne? Hier ist der Lorbeerkranz, es gibt glückbringende Veränderungen. Die da oben haben unsere Gebete gehört, die sagen, hier kommt echte, freudige Veränderung, etwas wird zu einem Erfolg oder auch überhaupt möglich sein.
Und es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die hier schon im Kopf umdacht werden oder umsorgt werden und vielleicht auch zu viel. Und hier kommt dann das Ereignis, das nach unserer Klärung tatsächlich eine Veränderung mitbringt, die glückbringend ist. Ja, hier mag vielleicht ein bisschen Herausforderung sein, hier sind karmische Prozesse oder auch das Schicksal, das mit einspielt, und das Ganze kann damit zu tun haben, dass man so ein Gefühl hat, dass man im goldenen Käfig sitzt. Ne? Und im Prinzip ist es so, die Tür dieses goldenen Käfigs ist offen, man könnte hinaus, aber man macht es nicht. Also ist es auch nur ein Gefühl. So, was sagen die Vögelchen noch dazu? Die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist, spüre die Magie und Zauberkraft und halte dich für große Überraschungen bereit. Also das ist hier so ein Gefühl, wo man denkt, mir geht die Richtung nicht auf. Denkt immer dran, der goldene Käfig, der hat eine offene Tür. Man kann rausfliegen, man weiß vielleicht aber nicht, wo man landet, und deshalb verhindert man es. So, ich bin durchaus zufrieden mit dieser Seite. Schauen wir die andere an. Ja, hier ist es ganz einfach. Trinke nicht diese grüne Plörre, denn man weiß, dass sie nicht gut ist. Das ist so eine giftige Situation. Tu dir nicht selber weh, könnte dahinter stecken. Ne? Mach nicht bewusst Dinge, die nicht gut für dich sind. Und hier haben wir eben, dass man Fehler ausbügelt. Ne? Hier heißt es Painting the Roses Red. Wenn es so einfach wäre, hier hat sie gelbe Rosen gepflanzt und sie wollte rote, jetzt malt sie einfach an. Ne? So, dann haben wir den Mond. Da geht es darum, Gegensätze zu vereinigen, neu geboren zu werden und einfach mit dem Leben zu tanzen. Es geht darum, dass man den Humor mit an Bord holt, dass man über die Dinge lachen kann und auch die Erinnerung, wann hat man das letzte Mal so richtig gelacht oder war man irgendwie so selbst mit Negativität oder schlechten Dingen behaftet, dass man den Grund gar nicht mehr gesehen hat, den man finden kann, wenn man lachen möchte. Möglicherweise sind hier die eigenen Werte mit dabei, die man so hat. Möglicherweise haben andere Menschen mit eingespielt, es können Freunde sein, Arbeitskollegen. Möglicherweise darf man hier zusammen etwas reparieren. Und ihr habt hier noch, ja, ihr geht sehr hart mit euch selbst um. Ihr richtet euch selbst. Es gibt viele Sachen, über die ihr euch Sorgen macht. Und ihr vergesst ganz, dass manchmal der Himmel Lösungen anbietet, die eben vielleicht anders kommen, als man denkt. Und es ist eben so, dass ihr hier aufgezeigt habt, ihr habt irgendeinen Weg eingeschlagen und statt roten Rosen gelbe produziert und jetzt merkt ihr das. Und am Ende hilft es euch, einen anderen Weg einzuschlagen, wieder positiver zu werden und die Negativität, das Giftige aus dem Leben zu entfernen. Hier ist eine Sache, die sich anbahnt, die sehr viel, ja, wie soll ich das nennen, besser, als ihr es euch vorstellen könnt. Und das ist tatsächlich wie so eine Situation, wo man gestärkt und neu geboren in die Dinge wieder geht oder in die Sachen. Sei dir selbst ein guter Freund, ne? Wird hier auch gesagt. Sei nicht negativ zu dir selber. Ihr habt hier den Pirol. Da kann es sehr gut sein, dass um euch herum viel Sorgen sind, Unruhe oder Hektik. Und dass ihr eben dadurch auch aufgerüttelt werdet. Der Wiedehopf ist auch noch rausgekommen.
Und der bringt euch gute Nachrichten, Antworten auf Fragen und erhöht auch die Intuition, Inspiration und fördert Kunst und Kreativität. Ja? Mal einfach die Rosenbrot an. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.